Rimuru Tempest gehört zu den übermächtigsten Isekai-Protagonisten überhaupt. Mit hunderten Skills könnte er seine Gegner jederzeit einfach auslöschen. Doch je tiefer man in die Light Novel eintaucht, desto klarer wird etwas anderes. Rimurus gefährlichste Waffe sind nicht seine Fähigkeiten. Es ist seine Diplomatie. Oder besser gesagt, das, was sich hinter dieser Diplomatie wirklich verbirgt. Denn wenn man genau hinschaut, merkt man schnell, Rimuru ist kein einfacher Diplomat. Er ist ein Meister der Manipulation. Und ein perfektes Beispiel dafür ist, wie ein ganzes Königreich ohne Blut zu vergießen in 4 Schritten zu Fall bringt. Let's get it! Also, wenn ihr ein Königreich zu Fall bringen wollt, dann hört genau zu. Der erste Schritt ist die Kontrolle der Schlüsselpersonen. Noch bevor überhaupt politische Verhandlungen stattfinden, sorgt Diablo dafür, dass die wichtigsten Figuren vom Farmers bereits unter seiner Kontrolle stehen. Rasen, Erzbischof Rehim und König Edmaris. Durch Shions brutaler Folter und Diablos anschließende Wiederherstellung ihrer Körper bringt er sie in eine Situation, in der sie ihm absolut gehorchen müssen. Das bedeutet, dass die gesamte Geschichte, die später im Palast erzählt wird, bereits manipuliert ist. Die Adligen vom Farmers hören nicht die Wahrheit, sie hören genau die Version der Ereignisse, die Tempest hören lassen will. Damit kontrolliert Rimuru bereits die Informationslage. Und wer die Informationen kontrolliert, kontrolliert auch die Politik. Dieses Prinzip ist auch aus der realen Geschichte bekannt. Viele politische Strategien beginnen damit, die wichtigsten Entscheidungsträger eines Staates unter Kontrolle zu bringen. Wer die Berater eines Königs kontrolliert, kontrolliert oft indirekt auch den König selbst. Doch die Kontrolle über die wichtigsten Figuren ist nur der Anfang. Denn selbst wenn man die Entscheidungsträger kontrolliert, bleibt noch ein viel wichtigerer Faktor: die Wahrnehmung. Und genau hier beginnt der zweite Teil von Rimurus Strategie. アメリカ国民に説明できるか。なぜお前は子供を人身埋来し犯したスグマン庁舎を守っているのか。なぜお前を人身敗の儀式を犯した億万城舎を守っているのか。 Das Märchen über Veldoras Wiederauferstehung ist kein Zufall. Sie erfüllt mehrere Funktionen gleichzeitig. Erstens wird Tempest aus der direkten Verantwortung für das Massaker an den Soldaten vom Farmers genommen. Zweitens wird Rimuru als jemand dargestellt, der sogar einen Drachen wie Veldora zurückhalten kann. Und drittens entsteht bei den Adligen der Eindruck, dass Tempest über unglaubliche Ressourcen verfügt. Besonders deutlich wird das bei der Szene mit dem Heiltrank. Diablo heilt den König scheinbar mit einem Heiltrank aus Tempest. In Wahrheit nutzt er einfach seinen eigenen Skill. Doch für die Adligen entsteht dadurch ein völlig falsches Bild. Sie glauben, Tempest besitze Heilmittel, die Wunder wirken können. Das ist nicht nur psychologische Einschüchterung, es ist gleichzeitig Werbung für Tempests zukünftigen Handel. Auch in der realen Politik spielt Wahrnehmung eine enorme Rolle. Wenn ein Staat glaubt, sein Gegner sei technisch oder wirtschaftlich überlegen, beeinflusst das automatisch seine Entscheidungen. Rimuru nutzt genau diesen Effekt. Bis zu diesem Zeitpunkt hat Rimuru bereits etwas Entscheidendes erreicht. Die Adligen vom Farmers glauben eine Geschichte, die nie passiert ist. Doch Manipulation der Wahrnehmung allein reicht noch nicht aus, um ein Königreich zu stützen. Der nächste Schritt ist deutlich gefährlicher, denn jetzt beginnt Rimuru, Farmers von innen zu destabilisieren. Bevor wir aber herausfinden, wie Rimuru das macht, lasst auf jeden Fall ein Like, Abo, Kommentar und Hype da für mehr Tensura-Videos. Lasst uns endlich die 10.000 Abonnenten knacken. Schreibt ein Let's Get It in die Kommentare, damit ich weiß, wer meine wahren Supporter sind. Ich liebe es, diese Videos für euch zu machen und eure Kommentare zu lesen. Bis zu diesem Zeitpunkt hat Rimuru bereits etwas Entscheidendes erreicht. Er hat die Wahrnehmung der Adligen komplett manipuliert. Sie glauben eine Geschichte, die nie passiert ist. Sie fürchten eine Macht, die sie nicht vollständig verstehen, und sie treffen bereits Entscheidungen auf Basis dieser falschen Realität. Doch genau hier beginnt der Teil seines Plans der Farmers wirklich zerstört. Denn jetzt geht es nicht mehr darum, was das Königreich glaubt, jetzt geht es darum, das Königreich von innen zu destabilisieren. アメリカ合衆国はマドゥロを拘束するためのニュースは世界中を駆け巡り、あらゆる放送を席巻していた。だが彼らの知らぬところで、イランでは長き眠りについていた獅子が目覚め始めていた。 Der dritte Schritt ist wahrscheinlich der genialste Teil des Plans. Die Forderung von 10.000 Stellar-Goldmünzen als Reparationszahlungen ist absichtlich unrealistisch. Diablo weiß genau, dass Farmers diese Summe nicht bezahlen kann. Doch genau darum geht es. Denn wenn ein Staat eine unmögliche Schuld hat, sucht er automatisch nach einem Schuldigen. Und dieser Schuldige ist laut dem Halbbruder des Königs, der die Thronfolge antritt, König Edmaris. Die Adligen beginnen ihn für die Situation verantwortlich zu machen. Das schwächt seine Position massiv. Gleichzeitig sorgt Tempest im Hintergrund dafür, dass Edmaris geschützt wird. Dadurch entsteht eine politische Situation, in der zwei Lager entstehen. Die neue Regierung vom Farmers und die Fraktion, die Edmaris unterstützt. Das Ergebnis ist unvermeidlich: ein Bürgerkrieg.
Und genau dieser Bürgerkrieg sorgt dafür, dass Farmers sich selbst zerstört. Auch dieses Prinzip findet man häufig in der Geschichte. Wenn ein Staat intern gespalten wird, verliert er seine Stabilität und wird anfällig für politische Veränderungen. Rimuru zwingt Farmers also nicht direkt in die Niederlage. Er sorgt dafür, dass das Königreich sich selbst destabilisiert. Nachdem Farmers politisch gespalten ist, kommt der letzte Teil des Plans. Denn ein destabilisiertes Königreich ist nur die halbe Arbeit. Der eigentliche Sieg kommt erst danach, weil eine neue Regierung entsteht, die von Anfang an auf Rimurus Seite steht. Der letzte Schritt des Plans ist die Installation einer neuen Regierung. Und hier kommt Yume ins Spiel. Yume ist in Farmers bereits als Champion bekannt, der bequemerweise heimlich von Tempest vollends ausgebildet wurde. Sein Status als Champion bedeutet, dass er in der Bevölkerung Vertrauen genießt. Wenn also jemand eine Revolution anführen kann, dann er. Während der Bürgerkrieg Farmers schwächt, gewinnt Yume immer mehr Unterstützung. Und am Ende wird genau das passieren, was Diablo und Rimuru von Anfang an geplant haben. König Edward übergibt den Thron an Yume. Damit entsteht eine völlig neue Regierung. Eine Regierung, die nicht nur stabiler ist, sondern auch vollständig mit Tempest verbündet ist. Auch dieser Schritt erinnert an reale Machtstrategien. Statt ein Land direkt zu erobern, wird eine neue Führung installiert, die mit der eigenen Macht kooperiert. Das Land bleibt formal unabhängig, steht aber politisch auf der eigenen Seite. Im Band 8 wird Yume dann letztendlich König und Rimurus Plan ist gefruchtet. Und genau hier wird klar, warum Rimuru in der Welt von Tetsuya Shitara Slime Ken so gefährlich ist. Die meisten Herrscher gewinnen ihre Macht durch Krieg. Sie zerstören ihre Feinde, erobern Ländern und erweitern ihr Territorium mit Gewalt. Rimuru geht einen völlig anderen Weg. Er zwingt seine Gegner dazu, Entscheidungen zu treffen, die am Ende genau das Ergebnis produzieren, das er von Anfang an wollte. Farmers glaubt, dass es mit Tempest verhandelt. Die Adligen glauben, sie retten ihr Königreich. Die neue Regierung glaubt, sie übernimmt ein geschwächtes Land. Doch in Wirklichkeit bewegt sich jeder dieser Figuren nur innerhalb eines Spiels, dessen Regeln Rimuru und Diablo längst festgelegt haben. Farmers verliert nicht einfach einen Krieg, es verliert seine politische Kontrolle. Und am Ende entsteht aus einem ehemaligen Feindstaat ein Verbündeter von Tempest. Ein Königreich, das wirtschaftlich von Tempest abhängig ist, politisch mit Tempest verbunden ist und militärisch niemals wieder gegen Rimuru vorgehen kann. Alles ohne eine einzige große Schlacht. Das ist hier nur ein Beispiel von vielen, wie Rimuru es schafft, mit gezielter Manipulation seine Macht immer weiter auszubauen. Wenn ihr mehr solcher Beispiele aus der Light Novel sehen wollt, dann sorgt dafür, dass dieses Video 10.000 Views knackt. Doch Manipulation allein reicht nicht, denn ohne die Macht dahinter wäre keiner dieser Pläne überhaupt möglich gewesen. Genau hier wird es interessant, denn Rimuru wurde nicht einfach von alleine so stark. 4 Wesen formen ihn, 4 Lehrer treiben seine Entwicklung voran, 4 Kräfte machen aus einem einfachen Schleim eine gottähnliche Existenz. Und wenn du erfahren willst, wie Rimuru so stark wurde, dann schau dir das Video an, das hier gerade eingeblendet wird. Wir sehen uns. Jane.